Herzlich willkommen zur fetzigen Folge 2033. Zufall, ich weiß. Ich erzähle euch heute, warum Metro Exodus und die ganze muntere Metro-Reihe Kacke sind. Und zwar mit fein filetierten Fakten. Meinungen haben kann ja jeder. Ach ja, und direkt vorab, verbreitet dieses Video, liked es und schickt es an alle, die ihr kennt und macht ehrlichen Gaming-Journalismus endlich wieder salonfähig. Drückt jetzt auf Like. Los. Metro oder auch U-Bahn erscheint 2019 exklusiv für das MacBook Air 2013 und basiert wie alle viralen Winz-Videospiele nach der jahrelangen Jahrhundertwende auf einem brutal bis blümerant beleidigenden Buchbausatz. Es ist quasi ein literarisches Videospiel. Das Buch hat echte Seiten voller Zeilen. Ja, das ist das Buch. Diese räudige Räuberpistole stammt vom relativ radikalen russischen Rüpel Dmitri A. Glukowski. Das A steht für Anfänger, es ist jetzt sein drittes Buch, aber dafür gibt's auch einen Grund. Dmitri ist noch nicht vollständig volljährig. Daher darf er die von ihm selbst geschriebenen Spiele auch nicht spielen und eigentlich auch seine Bücher nicht lesen. Er lebt bei seinen Eltern. Kleine Trivia am Rande, jeden Tipp, den ihr im Pausenmenü lesen könnt, hat Dmitri selbst geschrieben. Und die gelten auch fürs echte Leben. Da kann man wirklich noch was lernen. Da war ich selber überrascht. Handlung. Metro Exodus schließt nahtlos an Metro Last Love an. Nachdem man seine verloren geglaubte Geliebte ganz gefunden hat und es ein hippes Happy End gab, geht es im tollkühnen Teil 3 um das leicht lästige Leben danach. Also tatsächlich den anstrengenden Alltag in einer apokalyptisch abgefuckten Welt. Heißt, man arbeitet manch müde machenden Minijob ab, wie beispielsweise das akkurat, aber aggressive Abfackeln von sperrig spröden Spinnweben in einem kahlen Keller oder das schamlose Schaufeln von kubikmeterweise Kohle in einem ollen, ominösen Ofen, um geradezu gekrümmt Geld zu generieren. Diese mickrigen Minijobs machen die ersten 40 Stunden des super spartanischen Spiels aus. 40 Stunden Minijobs. Das ist ja wie im echten Leben. Aber das weiß Dmitri natürlich nicht. Er lebt bei seinen Eltern. Wem diese Jobs, wie mir persönlich, zu langweilig sind, dem bietet das Spiel eine innovative Option. Überspringen. Ja, ihr hört richtig. Man kann nun jede schwierige oder schwache Situation überspringen und sich so grazil durch das ganze Game getten. Also man kann sich virtuos durch verschiedene Welten warpen, ohne wuschig abzuwarten. Egal ob einzelne Gegner oder ganze Level. Nie mehr Game genervt sein. Alles, was euch nervt, könnt ihr ab jetzt einfach Open World. Kommen wir zu einer weiteren Neuerung, die Open World. Nach den ersten Minijob-Leveln wird der stumme Spieler in eine komplexe Karte voller kämpfender Kreaturen geworfen. Diese wundersame Welt ist gleich doppelt dynamisch. Nicht nur die lustigen Lebewesen in dieser unsteten Umgebung bewegen sich alle autark, es gibt auch einen täglichen Nacht- und Tagrhythmus, wirklich witziges Wetter und vor allem 4 verdammt frische Jahreszeiten. Das sind leichter Winter, eine von Schnee und Schlamm bedeckte Winterwunderwelt mit widrig wuchtigen Winterstürmen und wankelmütigen Wegbegleitern. Oh ja, Boris wird euch verraten. Normaler Winter, eine von Eis und Extremen entfärbte Erde mit energisch erlebnisreichen Erdbeben und explosiven Elchen. Diese Elche sind echte Rabauken, aber ehrlich. Schwerer Winter, ein von gefrostetem und Gefrierbrand glasierter Globus mit grässlichen Gänsen, gruseligen Göttern und geschärftem Glücksgefühl. Liebe kommt auf leisen Sohlen zu euch. Frühling, eine von vielsagenden Vogelgesängen verwöhnte Valley voller verliebter Völker und vielfältiger Vorzüge. Gibt's leider erst als DLC im Spätsommer 2021. Und wenn euch jetzt bestimmte Jahreszeiten oder Gegner zu anstrengend sind, macht's wie ich und Grafik und Sound. Was kaum einer weiß, Glukowski ist geradezu gekränkt, wenn in einem gemütlich gelaunten Gespräch nicht gelegentlich das Wort Grafik gebrüllt wird. Er liebt Grafik, er liebt alles daran. Das G, das R, das A. Da er nur das Wort kennt, sind ihm nur die Buchstaben ein Begriff. Er lebt bei seinen Eltern. Den munteren Machern von Metro war eine grundlos grandiose Grafik aber auch wahnsinnig wichtig. Leider zeigt sich das kaum im fertigen Videoabenteuer. Das sieht alles so aus, als wäre es 2013 programmiert worden. Da kann man natürlich argumentieren, dass das Spiel für das 2013er MacBook Air optimiert wurde, aber dass es ebenso fließend auf meiner schicken Smartwatch läuft, ist einfach nur albern. Auf einem 4K-Monster-Monitor sieht das natürlich immer noch gut aus, aber ich hatte eine fotorealistische 4D-Grafik erwartet und bin entsprechend enttäuscht. Die Grafik würde ich am liebsten, aber das geht ja nicht. Was ihr aber getrost überspringen könnt, ist der Multiplayer. Es gab noch nie einen Multiplayer in der menschlich mutigen Marke Metro. Diese nachweislich nachgezogene, aber natürlich nötige Neuerung ist leider nur eine nackte Notlüge. Ja, ihr seht richtig, der Multiplayer ist Fortnite. Da Metro Exodus exklusiv über die extremen Elite-Server von Epic Games vertrieben wurde, vertrieb man auch die offensichtliche Option auf einen magischen Multiplayer, indem man ihn durch das feuchtfröhliche Formspiel Fortnite ersetzte. Das mögen die jungen Leute doch so gerne. Und es war tatsächlich auch ein persönlicher Wunsch von Glukowski. Keine Ahnung, wie er darauf gekommen ist. Ja! Er lebt bei seinen Kompatibilität. Das Spiel läuft exklusiv auf dem MacBook Air von 2013 und auf der zweiten Generation dieser schmutzigen Smartwatch. Da frage ich mich, warum, Dmitri? War dir der PC nicht gut genug? Nur weil du selber die Spiele nicht spielen darfst? Nur weil du noch bei deinen Eltern... Preis. Das Spiel kostet 2.036 € und ist damit leicht überteuert.
Warum guckt ihr so? Das ist jetzt kein unnormaler Preis. Es gibt halt keine Lootboxen. Das ist alles schon im Preis enthalten. Ja gut, 1.999 € hätten es auch getan. Das wäre wirklich ein fairer Preis für ein Spiel, das ohne Überspringen gute 9.991 Stunden Spielspaß bieten kann, wenn man sehr geduldig ist und sehr langsam spielt. Wer anderer Meinung ist, sollte die von mir aufgeführten Fakten nochmal checken. Check die Fakten, bevor du kommentierst, Nils. Hast du mich gehört? Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Nils, nicht! Fazit. Ich gebe dem Spiel keine Punkte, keinen einzigen. Denn ich hab's noch gar nicht durchgespielt. Ich hatte keine Zeit, weil das Internet ja immer nur Verrisse sehen will. Diese ganze Reihe hier basiert doch nur auf Verrissen. Das Internet liebt Hass. Ich fahr mal rechts ran. Herrschaften, natürlich liebe ich die Metro-Reihe. Ich liebe die schneedurchzogene Landschaften, ich liebe die Einsamkeit, ich liebe die Härte, ich liebe die Geschichte daran und ich liebe den fucking Hardcore-Modus. Das Spiel ist zwar super hart auf dem Hardcore-Modus, aber es ist so eine geile Herausforderung. Ich habe alle 3 Teile gespielt, ich kann sie euch nur empfehlen. Die Bücher sind übrigens auch empfehlenswert. Gönnt euch diese Welt. So, ich denke, jetzt hat jeder verstanden, wie dieses Video gemeint ist. Wenn euch dieser Irrsinn gefallen hat, checkt mal die Playlist mit 30 anderen Verrissen, also Verrisse wie diesen hier. Das, was ihr halt so liebt. Ich mache davon ungefähr 4 Videos im Jahr, passt also gut auf. Ach ja, und ich empfehle euch übrigens den Kanal des YouTubers Fabian. Super Typ, sehr geile Videos und ein echter Gamer mit Herz. Also ohne Quatsch, das ist gerade so meine Entdeckung im Internet. Der ist super und auch verlinkt. Hat mit dem Video hier gar nichts zu tun, ist aber absolut zu empfehlen und nicht überspringen! Irgendjemand sitzt gerade auf der Toilette und beschmutzt krampfhaft das prachtvolle Porzellan. Das könntest du sein. Und jetzt schreib mir einen dreckigen Kommentar unter das Video. Ja, das passiert, wenn man einfach irgendwas überspringt. Man landet in der